Das Verfahren heißt SLAD-M, das heißt Selective LED Based Melting. Wir verwenden, und das verrät schon der Name, eine neue Lichtquelle, anstatt des Lasers eine LED-Lampe. Warum braucht es am 3D-Druck eine neue Technologie? Zum einen entwickelt sich der metallische 3D-Druck, die sogenannte additive Fertigung, weg von der reinen Prototypenfertigung hin zur Produktion, zur Serienfertigung. Und da kommen dann Nachteile der bisherigen Technologien, des sogenannten Pulverbettverfahrens zum Vorschein. Und das haben wir mit der neuen Technologie zu vermeiden gesucht. Die neue Technik heißt Pulver Layer Deposition. Das heißt, es wird Pulver nur als dünner Layer, als dünne Schicht aufgetragen und das Bauteil entsteht im Gegensatz zu den bisherigen Verfahren für Metallpulver 3D-Druck von oben nach unten. Das heißt, wir starten am oberen Ende des Bauteils und im Laufe des Bauprozesses zieht man das Bauteil heraus und es entsteht somit auch ein freiliegendes Bauteil. Zur Funktionsüberprüfung des neuen Verfahrens wurde auch ein erster Prototyp entwickelt. Als Lichtquelle wird ein LED-Scheinwerfer verwendet. Dabei handelt es sich um einen LED-Scheinwerfer mit einer Ausgangsleistung von ca. 700 Watt. Für die Durchführung einfacher Schmelzversuche wird zuerst der Bauraum über die Argonleitung mit Schutzgas gefüllt. Im nächsten Schritt wird die Bauplatte auf die bestehende Pulverschicht der Glasplatte abgesenkt und danach erfolgt der Belichtungsvorgang. Nach der Belichtungsdauer wird die Bauplatte wieder nach oben gefördert und die nächste Pulverschicht wird aufgetragen. Dann kann der Belichtungsvorgang erneut durchgeführt werden und so werden die Schichten einzeln aufgebaut. Der Hauptvorteil liegt darin, dass mit diesem Prinzip so wenig Pulver verwendet werden muss, als nur irgendwie möglich. Und damit tragen wir dem Aspekt der Ressourceneffizienz und der Schonung der Energie und geringen Energieverbrauchs am besten Rechnung. Ein ganz weiterer zentraler Vorteil ist, dass wir enorm viel Zeit sparen dadurch, dass durch das Herausziehen des Bauteils aus der Schmelzschicht das Bauteil frei bleibt und somit eine Nachbearbeitung parallel zum eigentlichen Bauvorgang erfolgen kann und damit die Bauteile sehr rasch und kostengünstig gefertigt werden können. Und ein dritter Vorteil ist jener, dass wir Hohlkörper drucken können. Das hat uns schon viel Aufmerksamkeit aus der Industrie eingebracht.